An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Glock. Ich bin Director Product Marketing bei Cognigy und ich freue mich sehr, heute nicht alleine in diesem Vortrag zu sein, sondern gemeinsam mit Sarah Haider auf der virtuellen Bühne zu stehen. Sarah ist Digitalmanagerin für Chatbot und zuständig für Social Internet der Salzburg AG. Und auch sie hat noch jemanden mitgebracht, nämlich Lea, die KI-Assistentin der Salzburg AG. Und darum soll es heute in diesem Vortrag gehen. Sarah wird ihre Praxiserfahrungen teilen, uns erzählen, was die Historie hinter Lea ist und vor allem, was Lea jeden Tag fleißig von morgens bis abends und ich vermutlich sogar nachts für die Salzburg AG im Customer Service leitet. Und damit möchte ich sehr gerne an dich übergeben und vielleicht stellst du dich kurz vor und steigst dann ein in deinen Vortrag über Lea. Super. Danke dir, Sebastian. Ich bin in der Salzburg AG seit 8 Jahren, 8,5 Jahren eigentlich schon und bin seit 2018 für das ganze Thema Conversational AI in der Salzburg AG zuständig. Wir haben noch einen zweiten Assistenten für eine Tochtergesellschaft, den Smart Peter, aber heute darf ich unsere Hauptassistentin vorstellen, die Lea. Und vielleicht mal ganz kurz zur Salzburg AG, damit man auch versteht, was sind so unsere Herausforderungen. Wir sind in Österreich im Bundesland Salzburg ein Energieversorger, der sich aber als mehr als nur ein Energieversorger versteht. Also wir verstehen uns als Green Tech Company, die Kundinnen und Kunden auch Zukunftsprodukte anbietet, die rausgehen aus den klassischen Energieversorgungsthematiken. Wir haben ungefähr 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben um die 450.000 Kundinnen und Kunden. Und wir haben, und das stellt auch dann die Entwicklung von KI-Assistenten vor eine Herausforderung, ein einzigartiges Produktportfolio in Österreich. Wir haben neben den klassischen Energieprodukten auch diverse Telekommunikationsprodukte. Wir haben das Thema Wasser bei uns, wir haben das Thema E-Mobilität, Photovoltaik. Wir haben Teile des öffentlichen Verkehrs bei uns im Bundesland Salzburg und wir haben auch Teile von touristischen Angeboten, die stark genutzt werden in Österreich und in Salzburg. Und genau dieses Portfolio macht es dann sehr spannend, wenn man eine KI-Assistentin entwickeln möchte. Und ich fange einfach wirklich mal zu Beginn an. Warum haben wir sie entwickelt und was war unser Fokus und was war unsere Intention bei der Entwicklung? 2018 haben wir im Rahmen einer sogenannten Innovation Challenge nach Startups weltweit gesucht. Damals war Cognigy noch ein Startup, die Lösungen anbieten im Bereich KI und Kundenservice. Also das heißt, für uns war 2018 schon ganz klar, das Thema AI-Einsatz im Unternehmen, aber vor allem auch im direkten Kundenkontakt ist etwas, was immer stärker werden wird und was nicht ein Trend ist, der nach ein paar Jahren wieder verschwindet. Und unsere Ziele waren, dass wir den Kundenservice entlasten wollen. Also zum Beispiel ein wichtiges Nicht-Ziel für uns war, dass wir Kolleginnen und Kollegen abbauen, sondern wir wollten ihnen Zeit geben für die komplexeren Anfragen, die es einfach gibt, gerade in der Energiebranche oder gerade im Kontext zu Energiethemen. Und wir wollten ihnen eben die Zeit dafür geben. Und wir sehen heute auch, dass die Anrufe länger geworden sind, nicht unbedingt mehr, wenn man jetzt die letzten Jahre Corona und Energiekrise rausrechnet, aber länger. Wir hatten immer schon einen 24/7 Service. Wir waren immer schon rund um die Uhr jeden Tag erreichbar telefonisch, aber wir haben halt mit unserer KI-Assistentin Lea gesagt, wir wollen einen digitalen Service, einen Self-Service auch schaffen. Wir wollen den Automatisierungsgrad steigern. Das ist uns sehr wichtig und wir wollen, und diesen Anspruch hatten wir als Salzburger AG, zumindest im österreichischen Kontext immer schon, wir wollen die Innovationskraft zeigen und wir wollen Vorreiter sein. Das heißt, wir wollen nicht spät anfangen mit dieser Technologie, sondern wir wollen wirklich bestmöglich gleich zu Beginn dabei sein und so viel Expertise auch schaffen im Haus. Ein weiterer Gedanke war, das eine ist Service, klar, aber wie kann man vielleicht auch digitale Assistenten nutzen für ein Up- oder ein Cross-Selling? Und damit sind wir 2018 gestartet, gemeinsam mit Cognigy, haben Prototypen entwickelt und haben dann diese Innovation Challenge gewonnen, durften unsere Lea weiterentwickeln und seit April 2019 ist sie auf unserer Webseite live. Diese Folie nehme ich immer ganz gerne her. Das sind echte User-Inputs und man muss die jetzt auch gar nicht alle lesen, aber sie zeigen sehr schön die Vielfalt der Nutzeranfragen.
Die können erstens sehr breit zu den Themen sein, sie können lang sein, sie können kurz sein, sie können mit viel Kontext sein, sie können mit wenig Kontext sein, sie können mit Kontext sein, der zwar für den Kunden klar ist, aber für uns nicht, weil es auch hier verschiedene Möglichkeiten der Antworten gibt. Und genau dieses Thema hat uns vor die Herausforderung gestellt, was soll Lea eigentlich können? Man sagt so gerne, ein KI-Assistent, und das ist jetzt egal, ob Voice oder Chat, soll mal klein gebaut werden, perfektioniert werden und darf dann sukzessive wachsen. Für uns war klein schon sehr groß, und ganz klein starten einfach keine Möglichkeit. Und so ist es so, dass es heute Lea über 400 Absichten erkennen kann. Und da geht es jetzt nicht darum, wie die Absicht geschrieben ist, sondern wirklich die Absicht und den Unterschied zum Beispiel zwischen Internet anmelden, TV anmelden, Internet und TV anmelden, TV abmelden und so weiter. Ähm, Wir haben im Jahr ungefähr 160.000 Nachrichten, die Nutzerinnen und Nutzer mit unserer Lea schreiben. Wir haben ungefähr 2.500 Anrufe, die wir uns dadurch pro Monat einsparen. Wir haben, da liegt natürlich jetzt der Balken drüber, jetzt kann ich das hier gerade nicht sehen. So, über 4.000 Bestellungen mittlerweile gehabt, seit es die Bestellprozesse in der Lea gibt. Und damit haben wir 2020 mit der Corona-Krise gestartet, weil einfach da plötzlich, wir hatten das, Sebastian hat das Thema vorher angesprochen, es gibt Peakzeiten. Und wir hatten diese Peakzeiten, plötzlich will jeder seinen Internettarif upgraden, weil er im Homeoffice sitzt. Da haben wir begonnen, recht schnell Bestell- und Upgrade-Prozesse in Lea einzubauen. Wir haben seit 2022, also 22, 23 bis heute ungefähr 58% mehr Nutzerinnen. Und was mich auch sehr freut, wir haben eine durchschnittliche Zufriedenheitsrate von 89%. Kundinnen und Kunden, die die Lea nutzen, können an bestimmten Punkten sie bewerten und können dann zwischen 1 und 5 Herzen vergeben. Und die meisten vergeben 4 und 5 Herzen. Wie lernt Lea? Ich habe jetzt mal hier mitgebracht, wie sie grundsätzlich lernt, weil ich gehe jetzt dann gleich mal auch darauf ein, wie wir Generative AI in Lea integriert haben. Ein großes Thema, das wahrscheinlich auch viele interessieren wird. Und wir nutzen für Lea, für das Grundmodell, über 30 Datenmodelle, die wir natürlich anreichern mit, mittlerweile sind es 8.000 Beispielsätzen. Also es ist schon eine ganze Menge. Es sind fast alles nur echte Nutzerinputs. Es gibt so viel Variation in Sprache, es gibt so viel Variationen für einzelne Wörter. Selbst nach Jahren tauchen immer noch neue Synonyme auf. Und dafür haben wir auch diverse Lexika eingebunden. Einfach ein Beispiel, wenn Kunden oder wenn Nutzerinnen Lea etwas fragen bezüglich einem Ticket, dann ist es bei uns immer im Kontext zu verstehen für die Lea im Bereich Verkehr. Wir verkaufen keine Konzertkarten, keine Kinokarten oder keine Flugtickets. Und hier muss man den Datenmodellen und dem Machine Learning schon unter die Arme greifen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo Lea nicht helfen kann. Ja, also wir brauchen nicht irgendwie falsche Erwartungshaltungen haben. Keine KI-Lösung, die man baut, ist die eierlegende Wollmilchsau, sage ich so gern. Aber man muss halt einen guten Weg finden, wie die Unterhaltung dann weitergehen kann zu einem menschlichen Agenten. Und wir haben uns hier entschieden, eine nahtlose Übergabe zu einem Live-Agent zu integrieren. Das heißt, Nutzerinnen und Nutzer redet vorher mit Lea, kommt hier nicht weiter, wechselt in den Live-Chat, spricht mit dem Agenten, und wenn der Live-Chat beendet ist, dann kriegt der Nutzer auch oder die Nutzerin auch wieder eine Information, dass jetzt wieder Lea dran wäre, falls man noch Fragen hat. Wir haben uns bei der Persona wirklich viel Mühe gegeben, sie zu entwickeln, weil wir von Anfang an der Meinung waren, wir wollen oder wir finden es wichtig, dass eine digitale Assistentin auch eine Persona hat. Es gibt da verschiedene Ansätze, wie man da rangehen kann, ob man das möchte oder nicht. Für uns war es klar, und es war auch klar, dass es uns helfen wird, wie wir Texte schreiben, wie sie auftritt und wie ihr Charakter dann auch ausschauen wird. Also ihr wirklich ihr Avatar. Und uns war es wichtig, ich habe jetzt einfach so ein paar Facts mitgebracht, dass sie charmant ist, dass sie witzig ist, aber nicht zu viel. Also sie muss Humor haben, aber nicht übertrieben, denn sie muss trotzdem noch seriös und kompetent wirken. Das ist gerade in der Energieversorgungsbranche sehr wichtig. Sie soll aber schon leicht frech sein und selbstsicher. Ich habe jetzt hier mal 3 Beispiele mitgebracht, wo wir denken, wir haben einen ganz guten Weg gefunden. Das sind also Original User Inputs, Original Antworten. Ähm,
Und ich glaube, da kann man gut sehen, dass das schon auch Spaß machen kann, eine Persona zu entwickeln und dann auch das in den Texten mit einfließen zu lassen. Für uns ist es auch wichtig, mit Multimodalität zu arbeiten. Das heißt, nicht nur Text zu nutzen, sondern die Unterhaltung anzureichern mit Bildern, mit Quick Replies, mit Buttons, mit Videos, auch optisch unterschiedlich gestaltet. Und das setzen wir sehr stark ein, denn wir wissen, dass Dialoge, die multimodal gestaltet sind, eine deutlich bessere Akzeptanz haben und deutlich als angenehmer wahrgenommen werden, als wenn man nur, ich sage es jetzt mal gerade raus, von Text zugeballert wird. Ja, ganz wichtiger Punkt und ich möchte es euch nicht vorenthalten, ist natürlich das Thema GPT. Und dann kam so Herbst, Winter 22 und GPT hat einen Hype weltweit ausgelöst, der zu einer Situation geführt hat, die für Unternehmen, die schon auf KI setzen, natürlich auch eine Herausforderung ist. Plötzlich kann jeder Nutzer oder jede Person GPT super einfach nutzen und alles reinschreiben, so wie man sich das denkt, dass man schreiben möchte. Und man kriegt vermeintlich super tolle Antworten auf einfach alles. Und das hieß, wir haben plötzlich eine gesteigerte Erwartungshaltung von Nutzern, auch gegenüber KI-Systeme, die Unternehmen einsetzen. Und gleichzeitig Unternehmen, die sagen, naja, wie schaut es hier mit den Daten aus? Kann ich es überhaupt verwenden? Wie schaut es mit der Verlässlichkeit aus? Was sind meine Use Cases? Und genau an dem Punkt sind wir auch gestanden und wir haben uns 2023 intensiv damit beschäftigt, wie können wir GPT oder Large Language Models, es gibt ja verschiedene, wir haben uns halt für GPT entschieden, ähm, integrieren, sodass wir einen Mehrwert schaffen. Und für uns war ganz klar, wir wollen noch kontextbasiertere Antworten geben. Wir wollen, dass Lea noch mehr spezifisches Wissen hat. Wir wollen eine bessere Reaktion im Default. Das bedeutet, auch wenn sie etwas nicht weiß, ja, wollen wir, dass diese Texte, die dann ausgegeben werden, einfach mehr auf den Kontext bezogen sind und mehr auf das bezogen sind, was der Nutzer oder die Nutzerin gefragt hat. Wir wollen im Großen und Ganzen dadurch noch natürlichere und noch individuellere Konversationen ermöglichen und am Ende des Tages natürlich auch die Arbeitslast bei den Entwicklern senken. Während die großen Teile von Lea wirklich, also geskriptet sind mit einem Conversation Design und man sich wirklich die Dialoge überlegt und die Texte überlegt, tut man das ja beim Einsatz von generativer AI ja nicht mehr, weil da schreibt man die Texte nicht. Und wir haben jetzt, und da bin ich sehr stolz drauf, weil wir sind der erste Energieversorger Österreichs, die sich das getraut haben, seit Jänner die ersten 2 GPT-Integrationen in unserer Lea Live und ich gehe dann auf eine ein und zeige mal wirklich ein paar Beispiele, die zu mehr spezifischem Wissen führen. Zuerst möchte ich noch mal ganz kurz verbildlichen, weil ich weiß, das ist, wenn man nicht jeden Tag damit arbeitet, auch schwieriger sich vorzustellen oder jetzt mit dem, was wir so sagen, irgendwie gut auf Tuchfühlung gehen zu können. Ich habe mal mitgebracht, wie ist Conversational AI bei uns bisher abgelaufen und wie läuft es jetzt ab in den Generative AI Use Cases. Ich habe hier ein echtes Beispiel. Also ich möchte gerne WLAN anmelden. Da habe ich vorher schon gezeigt, mit diversen Datenmodellen, Lexika, so Beispielsätzen und Machine Learning, Natural Language Understanding, verstehen wir zu erkennen, was der Nutzer möchte und geben dann eine Textantwort aus mit Lea, die wir vorgeschrieben haben. Jetzt mit einem anderen Beispiel machen. Das ist nämlich einer unserer Use Cases, der Verkehr, eins unserer Hauptthemen, wo so viele unterschiedliche Fragen kommen, die wir niemals mit dem ersten bisherigen Conversation Design Teil abdecken könnten, weil es zu viel Aufwand wäre und immer noch zu unpersönlich. Kriegen wir jetzt die Frage, was ist ein Minimum-Ticket? Nutzen schon hier für die Verarbeitung und die richtige Erkennung, was möchte der Nutzer, die Unterstützung von unserer GPT-Schnittstelle und der Text ist von GPT geschrieben, natürlich mit ganz vielen technischen Prompts dahinter, dass es Lea ist, aber dieser Text ist nicht geschrieben und ist super individualisiert. Und da habe ich jetzt noch 2 Beispiele mitgebracht. Die in rosa sieht man die bisherigen Antworten und auf der rechten Seite in rot, wie es jetzt ist. Auf die Frage, und das sind auch wieder Original-User-Inputs, die ich mir rausgesucht habe, kann ich im Opus zahlen? Eine Klassikerfrage,
Die bisherige Antwort bis Jänner war jetzt nicht so prickelnd, muss ich gestehen. Und jetzt ist es super detailliert. Ja, du kannst im Obus bezahlen und es steht auch da, welche Tickets man kaufen kann, wo man sie kaufen kann, welche Tickets zum Beispiel online nicht verfügbar sind. Habe ich noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Ähm, Wie hoch ist der Ticketpreis für ein Kind im Alter von 15 Jahren und 5 Monaten? Das ist echt eine Challenge. Auch, sage ich gleich, für Generative AI immer wieder eine Herausforderung, das zu erkennen. Ähm, Wir sehen in rosa die Antwort, die vorher da war, die war okay. Der Nutzer sagt jetzt auch nicht, für welches Verkehrsmittel er das jetzt wissen möchte, aber die Antwort rechts ist halt einfach perfekt, weil sie vollständig ist. Es steht genau da, man kann geförderten Jugendtarif haben, was man braucht, ähm, dass man sich eigentlich an den SVV wenden soll, der bei uns in Salzburg die Tarifgestaltung macht. Drunter, das sieht man jetzt nicht mehr, es hat nicht mehr auf den Screenshot passt. Im Sinne der Multimodalität haben wir aber dann trotzdem noch ein Bild und Buttons, damit man direkt abspringen kann auf den Online-Shop und zur SVV-Webseite. Und ich glaube, das zeigt sehr schön, wo die Reise hingehen kann, aber man muss sich immer klar sein, welchen Use Case kann ich nutzen, wo kann ich auch ein Risiko bis zu einem gewissen Grad als Unternehmen eingehen, dass eine Antwort vielleicht mal nicht perfekt ist. Eins muss uns allen klar sein, wenn wir diese Frage jetzt Lea 10-mal stellen, kriegen wir 10-mal eine unterschiedliche Antwort. Und es kann beim besten Prompting immer noch sein, dass ein bisschen Halluzinieren reinkommt und die Antwort nicht perfekt ist oder auch teilweise nicht korrekte Inhalte beinhaltet. Und daran sitzen wir jetzt auch gerade, dass wir natürlich die Prompts konstant verbessern, unsere Datenbank verbessern. Wir haben hier eine eigene Datenbank angelegt mit Cognigy, die heißt Knowledge AI. Die kann man in der Plattform integrieren. Da lädt man seine Daten hoch. Wir haben da wir haben jetzt Dokumente hochgeladen, man kann auch Webseiten anschließen. Und auf Basis dieser Informationen ist es dann so, dass GPT seine Antwort gibt, integriert halt in Lea. Und auch da versuchen wir natürlich konstant nachzujustieren, weil, das muss man auch sagen, für alle ist die Technologie noch immer neu und es tut sich viel. Und ja, und wir sind jetzt aber auch schon dran, gerade am nächsten Use Case zu arbeiten mit Gen AI-Integration und Knowledge AI, also eigener Wissensdatenbank, der deutlich größer ist. Und damit hoffe ich, dass ich einen guten kurzen Einblick geben konnte, so zum Drüberstreuen in unsere digitale Assistentin und welchen Weg wir so gehen. Und darf damit wieder an dich, Sebastian, übergeben. Ja, perfekt, Sarah. Vielen herzlichen Dank für Sehr deine gerne. Einblicke. Ich fand es auch wirklich toll, dass du am Ende nochmal ein bisschen so über die Risiken gesprochen hast und die Abgrenzung nochmal so ein bisschen gemacht hast darüber, was sind eigentlich so die Erwartungen an GPT-Chatbots und worauf muss man achten, was muss man tun, damit man die gut ans Laufen bekommt. Das ist ein Thema, mit dem wir uns natürlich auch sehr intensiv beschäftigen. Du hast gerade das Stichwort Knowledge AI schon erwähnt. Knowledge AI ist das Produkt, was wir anbieten bei Cognigy, um eben den Einstieg in diese GPT- und Sprachmodellwelt unseren Kunden zu erleichtern. Ganz LinkedIn, das ganze Internet ist voll von Beispielen. Wir alle nutzen ChatGPT als Consumer. Die meisten von uns vielleicht sogar täglich im Arbeitsumfeld, ich auf jeden Fall. Und wir bekommen eben immer wieder die Frage gestellt, wie kriege ich denn eigentlich diese Sprachmodell-Wunderwelt in meine Enterprise-Applikation? Knowledge AI ist eine der Antworten darauf. Und Sarah hat es schon angedeutet, aber wie es im Grunde genommen funktioniert, ist es unstrukturierte Daten wie PDFs, Textdokumente oder Webseiten eingelesen werden. Die sind dann in einer Vektordatenbank technisch gesprochen zur Verfügung. Und das Ergebnis ist, dass Kunden frei formulierte Fragen verwenden können. Die können tatsächlich auch absurd sein, ne? Wie dieses Beispiel hier, darf ich meinen Hund Rocky mit ins Flugzeug nehmen? Diese Frage wird quasi zerlegt in ihre Einzelbauteile und eine personalisierte einmalige Antwort wird auf Basis dieser Daten erzeugt. Ja, es gibt ein kleines Risiko, dass diese Antwort nicht hundertprozentig korrekt ist. Man muss sehr gut abwägen, was die perfekten Use Cases dafür sind, wie man vielleicht auch anfängt mit GPT. Auch darüber hat Sarah ja ein bisschen die Erfahrung geteilt. Aber im Regelfall sind die Antworten besser als alles, was man vorskripten kann und vielleicht sogar besser als das, was der eine oder andere Agent sagt, mit dem Unterschied, dass man sie eben sofort bekommt, die Antwort, und nicht nach einer längeren Wartezeit. Wichtig zu erwähnen ist, dass man diesen Wissenszugriff auch verknüpfen kann mit Transaktionen. Wenn ich eine Kundenfrage bekomme und raus
kristallisieren kann, was die Kundin oder der Kunde möchte, kann ich eben die Antwort direkt verknüpfen, zum Beispiel mit einem passenden Angebot oder in diesem Fall mit dem Hinzufügen eines Gepäckstücks. Das System versteht also, worum es in der Frage geht und kann die passende Aktion damit verknüpfen und eben so eine reibungslose Customer Journey noch einfacher machen als vorher. Knowledge AI ist eines der Themen, wo man tatsächlich auf zwei Seiten profitiert. Es ist schneller einsatzbereit, als es das klassische Bot-Building ermöglicht. Sarah, auch du hast in der Vergangenheit viel Zeit mit FAQ-Bots verbracht, wo Antworten vorgeschrieben werden und Fragenkataloge vorgelistet werden. Knowledge AI macht das Ganze schneller, aber mit einer gleichzeitig besseren Customer Experience. Man profitiert so tatsächlich von beiden Aspekten. Und ich muss mich ein bisschen beeilen, um durch die letzten 2 Slides zu kommen. Das Ganze ist ein sehr wichtiger Aspekt, nicht nur Customer-Facing möglich. Also auf der linken Seite hier auf diesem Slide sehen wir die Self-Service-KI, also auch das, was Lea vielleicht beschreibt, ne? Ein Customer-Facing Chatbot in diesem Fall, der Auskünfte gibt und Wissensfragen beantworten kann. Aber natürlich haben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Contact Center Fragen. Auch die werden täglich konfrontiert mit komplexen Kundenanliegen, die sie dann möglichst schnell beantworten müssen. Ne? Und viele haben hunderte von PDF-Seiten auf ihren Tischen liegen, die sie durchwühlen müssen. Und gerade für neue Agenten ist das natürlich nicht immer ganz einfach. Und das ist ein Thema, das man nicht unterschätzen sollte. Also die Einsatzmöglichkeiten von Knowledge AI und GPTs für die Agentinnen und Agenten im Contact Center. Es gibt ein paar Erfolgszahlen, die kommen nicht von uns, sondern die kommen hier in diesem Fall tatsächlich vom MIT. Die Studie ist unten verlinkt. Ich stelle den direkten Link auch gerne noch mal im Nachgang zur Verfügung. Bottomline ist, der Impact im Contact Center ist tatsächlich dramatisch, nicht nur auf die Erfahrung der Kunden, sondern sogar auf die Agent Experience. Das ist die letzte Zahl hier. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Contact Center werden durch KI-Unterstützung produktiver und die Wahrscheinlichkeit, einen Agenten zu verlieren, sinkt sogar signifikant, in diesem Fall hier um fast 10%. Sehr interessante Studie aus dem letzten Jahr, kann ich nur wärmstens empfehlen. So, damit sind wir am Ende. Sarah und ich haben uns aber noch ein bisschen Zeit genommen und wir stehen im Meetingraum zur Verfügung.